Für dieses Video musste ich gedanklich an einen sehr dunklen Ort zurückgehen. Die Schule. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Niemals. Okay, jetzt mal im Ernst. Ich habe mich für euch mit Study With Me Videos beschäftigt. Ihr hattet Bock auf das Thema und für euch würde ich wirklich alles tun. Aber was sind Study With Me Videos überhaupt? Stellt euch vor, dieses Video wäre 8 Stunden lang. Ich würde an einem Schreibtisch sitzen, ich würde lernen, lesen und schreiben und ihr würdet zuschauen. That's it. Und wenn ihr euch fragt, wer sich sowas Langweiliges überhaupt anschauen will, sehr viele Leute. Es ist ein richtiger Trend, der seit Jahren auf YouTube, in Streams, aber auch in Artikeln, in Foreneinträgen immer wieder auftaucht und diskutiert wird. Und wow, ich hätte nicht erwartet, dass ich in so eine Rabbit Hole abdriften würde. Ich bin in die Welt der Study With Me Videos eingetaucht, aber nicht nur die 2, 5 oder 8 Stunden Videos, nein, ich habe auch die 10, 12 oder sogar 15 Stunden Videos gesehen. Ich habe das Mindset der Leute, die so eine krasse Routine haben, verstehen wollen. Ich wollte aber auch wissen, wer sich das Ganze anschaut und warum. Und ich habe mich vor allem gefragt, hätten mir solche Videos während der Schul- oder Uni-Zeit geholfen oder hätten sie mich vielleicht doch eher unter Druck gesetzt? Lasst uns mal ganz kurz an den Anfang gehen, um zu verstehen, woher diese Study With Me Videos kommen und wie sie so beliebt geworden sind. Ursprünglich kommt der Trend aus Südkorea und heißt dort Gongbang, eine Kombination aus den Worten Gongbu und Bangsong, was übersetzt so viel wie Lernsendung heißt. Die genaue Entstehungsgeschichte ist mittlerweile schwer nachzuvollziehen, aber laut der South China Morning Post soll sich zuallererst ein Schüler beim Lernen gefilmt haben, um seinen Eltern beweisen zu können, dass er für seine Prüfungen lernt. Mut. Dazu muss man sagen, in Ländern wie Südkorea wird extrem viel Wert auf diszipliniertes Lernen gelegt und viele Schülerinnen und Schüler sollen bis zu 16 Stunden am Tag für wichtige Prüfungen lernen, denn es gibt einen richtig harten Wettbewerb darum, in die richtigen Unikurse zu kommen. Dieser Trend wurde immer beliebter und auch amerikanische YouTuberinnen und YouTuber wie The Strive Studies haben angefangen, solche Videos für eine englischsprachige Zielgruppe zu machen und so ist es irgendwann richtig groß geworden. Und wenn man sich mal die Google Trends anschaut, dann ist der Suchbegriff Study With Me auf YouTube vor allem seit der Pandemie extrem angestiegen und ist aktuell so beliebt wie noch nie. Diese Videos gibt es in allen möglichen Formen und Farben. Aufgeräumte schöne Schreibtische, in Stille mit ganz leichten Hintergrundgeräuschen, mit Hintergrundmusik, mit einem eingebauten Timer für Pausen, mit Haustieren, wobei ich mich frage, was passiert, wenn die Katze weggehen will, mit Gesicht, ohne Gesicht, bei Sonnenaufgang alleine in der Bibliothek, zusammengeschaltet mit anderen Leuten im Livestream, mit ASMR-Geräuschen zwischendurch oder sogar mit Motivations-Pep-Talks in den Pausen. The problem is not that you cannot do it, it's just that you don't have the right spirit or motivation to keep going. Ja, darauf kommen wir später nochmal zurück. Auf jeden Fall merkt man, es wird nicht nur eine sehr spezielle Einstellung in diesen Videos vermittelt, sondern auch eine bestimmte Ästhetik. I mean, das hier könnte einfach genauso aus einem Film kommen. Also ich sag mal so, mein Schreibtisch schaut nicht so aus. Sie schauen aus wie dieses Lo-Fi Study Girl aus dem 24-Stunden-Stream hier auf YouTube, ist euch vielleicht auch schon begegnet, der ja übrigens auch dafür gedacht ist, zu jeder Zeit mit einer animierten anderen Person und Musik im Hintergrund lernen oder arbeiten zu können. Die Frage, die sich viele Leute zum Beispiel auch in Foreneinträgen dazu stellen, wem helfen solche Videos überhaupt und sind die langen 10-Stunden-Videos überhaupt echt? Große und repräsentative Studien zu diesem Thema gibt es zwar noch nicht, aber in diesem Forschungsartikel aus Südkorea wurden 30 Study With Me Videos analysiert und 12 Leute, die sich das gerne anschauen, dazu befragt, wobei ihnen diese Videos genau helfen. Fast alle davon haben gesagt, dass es sie motiviert hat zu sehen, wenn eine andere Person ständig lernt. Und wenn die andere Person nicht abgelenkt wird oder aufs Handy schaut, dann haben sie sich das auch als Vorbild genommen. Man soll sich außerdem weniger allein fühlen. Gerade in Pandemiezeiten, wo Bibliotheken oder andere Orte nicht immer offen oder easy zugänglich sind, ist das eine einfache Lösung, trotzdem jemand anderen beim Lernen zu sehen. Es soll außerdem leichter sein, durch solche Videos extrem motivierte Leute zum gemeinsamen Lernen zu finden, die lange lernen müssen, weil sie beispielsweise Medizin studieren. Daran merkt man auch, das Lernlevel ist meistens hoch. Und man kann sich so sehr einfach seine Lieblingssituation erschaffen. Einen sauberen Schreibtisch, den man gerne anschaut, nicht so wie meinen. Oder Hintergrundgeräusche so anpassen, dass sie einen nicht stören. Musik, falls man das will oder eben auch nicht. Stellt euch mal vor, es wäre genauso einfach, die Umgebung in der Bibliothek einmal so anzupassen oder runterzudrehen. Weil ich konnte zum Beispiel nie in der Bibliothek lernen, weil mich alle Geräusche um mich herum ultra aufgeregt haben und gestört haben. Also wenn jemand laut geatmet hat oder geschmatzt hat, so, das ging für mich gar nicht. Also es regt mich wirklich kaum was auf wie das. Lautes Atmen? Ja. Es braucht nicht viel, um mich aufzuregen. Was das angeht, wären diese Lernvideos früher für mich wahrscheinlich sogar besser gewesen, als in die Bib zu gehen. Und wenn man sich mal die Kommentare und Erfahrungsberichte so ansieht, dann scheinen diese Videos wirklich sehr viele Leute zu motivieren. Auf Reddit schreibt jemand, dass besonders der Online-Unterricht aktuell anstrengend ist und die Person sich durch solche Videos besser strukturieren und motivieren kann, produktiv zu sein.
Und auch die Kommentare unter den Videos sind voll von Leuten, die sagen, ich habe keine Freunde und du leistest mir indirekt Gesellschaft und motivierst mich. Mein Schreibtisch ist nicht so schön wie deiner, das motiviert mich. Die Videos helfen mir, konzentriert zu arbeiten. Hoffentlich lernst du für immer, sodass deine Videos nie aufhören. So eine tolle Motivation. Schau dir die Aussicht an. Wer kennt's nicht? Ich schaue auch immer am liebsten nicht in die tolle Aussicht, sondern auf das Buch vor mir für 5 Stunden. Und andere wollen sich auch einfach nur mitteilen. Hi, ich fange jetzt an. Ich finde, man merkt schon, dass da ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl entsteht. Es ist kein Geheimnis, dass das gerade sehr gut tun kann, ein Zugehörigkeitsgefühl zu spüren. Es wurde in mehreren Studien untersucht, wie groß die psychische Belastung bei Jugendlichen und Studierenden, unter anderem auch durch die Einsamkeit in der Pandemie, wirklich ist. In einem Artikel über die Study With Me Videos sagt eine Psychologin und Therapeutin zum Beispiel, dass das Phänomen ein sehr kreativer Weg ist, in solchen einsamen Zeiten trotzdem das Bedürfnis nach sozialem Kontakt zu befriedigen. In einigen Videos wird außerdem oft die Pomodoro-Technik angewendet, auf die auch sehr viele Leute schwören. Das ist eine Konzentrationstechnik, bei der man in Intervallen lernt und oft 25 Minuten am Stück lernt, 5 Minuten Pause macht und das 4-mal wiederholt und dann wieder eine längere Pause von 20 Minuten macht. Einige berichten, dass diese Technik gerade bei ADHS sehr gut helfen kann, weil man hier oft Schwierigkeiten hat anzufangen oder weil man sich leicht ablenken lässt. Bei der Technik soll man alles aufschreiben, was einen ablenkt und sich wirklich nur auf das Lernen konzentrieren. Aber hier muss man auch dazu sagen, dass diese festgesetzten Pausen und Intervalle natürlich nicht für jede Person gleich gut funktionieren. Laut dieser Studie aus dem Jahr 2012 helfen außerdem leichte Hintergrundgeräusche sogar beim kreativen Denken. Aber der Biologe Martin Korte hat sich mit seiner Forschung unter anderem auf das Gedächtnis spezialisiert und hat in einem Interview dazu gesagt, dass man diesen Videos nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken sollte, weil das lenkt eher ab, als dass es beim Lernen hilft. Kann also kontraproduktiv sein. Das wahrscheinlich wichtigste Argument ist aber immer noch die Motivation. Wenn man sieht, dass eine andere Person komplett ohne Ablenkung so lange durchziehen kann und konzentriert lernen kann, dann denkt man sich vielleicht, ich kann es auch. Und es funktioniert auch andersrum. Das sagt zum Beispiel der koreanische YouTuber vom Kanal The Man Sitting Next to Me. 분들이 얻을 수 있는 거는 첫 번째로는 동기부여입니다. 다 같이 공부하는 사람들을 보면서 같이 공부를 열심히 해야겠다라는 동기부여를 얻을 수 있고, 그리고 저는 여러분들과 같이 공부를 하기 때문에 저 자신이 나태해지지 않고 좀 더 집중해서 긴장을 늦추지 않고 공부를 할 수 있습니다. Aber hier kann es dann auch in eine etwas andere Richtung umschlagen. Einigen Study With Me YouTubern wurde das Ganze auch schon zu viel. In einem Blogartikel erklärt zum Beispiel YouTuberin Elena Hentrack, warum sie mit dem Study With Me Livestreams aufgehört hat. Sie sagt, dass auch wenn es ihr prinzipiell geholfen hat, ein paar Sachen wurden irgendwann ziemlich anstrengend für sie. Zum Beispiel, weil es für sie immer schwieriger wurde, Zeit zwischen den Streams für andere Dinge zu finden und sie sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, abzusagen. Und extrem wurde es dann auch, als sie objektifizierende Kommentare und sexuelle Belästigung im Stream erfahren hat, so sehr, dass sie auch zur Polizei gehen musste. Ich habe generell das Gefühl, dass die Erwartungen und der Maßstab für diese Study With Me YouTuberinnen und YouTuber extrem hoch sind. Egal, ob es ein Hinweis im Chat ist, sobald mal eine Person ans Handy geht, oder wenn es jemand unhöflich findet, dass die Person eine Pause macht und dann mal für ein paar Minuten nur der Stuhl sichtbar ist. Damn, wie kann sie nur? Was erlaubt sie sich als nächstes? Dass sie einen Kaffee holt? Jetzt könnte man ja schon sagen, dass das ein bisschen auch ein Flex ist, ein Video zu posten, das zeigt, ich kann 12 Stunden lernen. Ach ja, ich kann 15 Stunden lernen. So nach dem Motto, wer hat den längsten Stream? Sorry, das war so schlecht. Offensichtlich, deswegen ist er, glaube ich, so semi-witzig. Er ist schlecht, ne? Ja, weil er so schlecht ist. Ja, er ist schlecht. Es tut mir leid. Suni Sun ist YouTuber und Medizinstudent aus London. Heißt, er weiß ziemlich genau, was es heißt, viel lernen zu müssen. Und er sagt, diese Videos sind ein unrealistisches Beispiel dafür, wie viel an einem Tag überhaupt möglich ist. Er vergleicht diese Influencer auf gewisse Art mit den perfekten Insta-Models. Ein Ideal, nach dem man strebt, das eigentlich echt ungesund ist. People often talk about the positives, but no one on YouTube at least seems to be talking about how if you do this, you could get burnt out, you could get depressed, you could lose all of your friends if you're just sitting in your room studying. Seiner Meinung nach richten solche Videos mehr Schaden an, als dass sie inspirieren. Das kann dann schnell in toxischer Produktivität enden, also dass man immer ein schlechtes Gewissen hat, nicht mehr getan zu haben, egal wie viel man macht. Wenn man sich diese Routinen von Leuten anschaut, die 12 Stunden lernen, dann verstehe ich auch, was er meint. Einer der bekanntesten Study With Me YouTuber ist James Scholz. Er hat für ein Jahr lang jeden Tag 12 Stunden am Tag gelernt. Das muss man sich mal vorstellen. In einem Video erklärt er, wie er das geschafft hat, und tatsächlich ist das Video ein bisschen emotionaler, als man denkt, denn er erzählt davon, dass er als Kind viel gemobbt und ausgeschlossen wurde und dass seine Art ist, zurückzuschlagen und es den Leuten zu zeigen. Und außerdem redet er sehr viel über sein Mindset. When people ask me all the time, how you're so motivated, why can you do this every day, like what motivates you,
The thing is, I'm not motivated to do any of this. I'm driven to do this, and that's a very big difference. Gibt dieses Video noch irgendwem It's about drive, it's about power Vibes? It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours and take what's ours. Aber ohne Mist, James sagt in dem Video auch, dass wenn er sich jetzt noch ein bisschen weiter pushen würde, dann hätte er ziemlich sicher einen Burnout. Klingt gesund. In seinem Video, aber auch in allen anderen von Leuten, die ihre 10 oder 12 Stunden Routine erklären, merkt man, wie anstrengend und fordernd so ein Tagesablauf überhaupt sein muss und wie lange das dauert, an so einen Punkt anzukommen, so lange Zeit am Stück lernen zu können. Sie alle sagen, dass man physisch in der Lage sein muss, Sport machen muss, richtig essen und schlafen muss, um das so durchziehen zu können. Sie reden von einem richtigen Mindset und Zones und Flows, in die sie kommen wollen. Ihre Pausen sind kurz, jede Minute ihres Tages ist durchgetaktet und selbst das Duschen ist manchmal durchgeplant. Einige wiederholen Stoffe in den Pausen und die meisten von ihnen reduzieren ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum oder schirmen sich komplett ab. During this 1 month before my exams, I completely cut my friends out to a point that I wouldn't go to any social events, I wouldn't go for dinner, I wouldn't meet up with them. You know, I'd still keep in touch over text or FaceTime or whatever, but I wouldn't actually go to physically meet them. I found that doing this gave me complete freedom and control over my day. Ich verstehe, dass es Fächer gibt, wofür man wirklich viel lernen muss, aber dieses Extrem kann auf lange Zeit nicht gesund sein. Das sagen übrigens viele der YouTuber selbst. You should not be studying 12 hours a day every day in the long term. It's not an effective long-term strategy and it's just not healthy. Erinnert mich ein bisschen an That Girl. Ihr wisst schon, dieser TikTok-Trend, über den Aurora hier auf dem Kanal auch schon gesprochen hat. Nur ohne Handy, ohne Freunde, ohne Spaß, ohne großartige Freizeit, aber mit dem Ziel, die allerbeste Version seiner selbst zu werden. Ich glaube, wenn man That Girl und Hustle Culture zusammenmixen würde, dann kommen wahrscheinlich diese 12 Stunden Study With Me Videos raus. Nice. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe gerade meinen Schulabschluss gemacht, möchte mir auf YouTube ein paar Videos zum Thema Studium oder so anschauen und der Algorithmus schlägt mir dann irgendwann solche 12-Stunden-Videos vor. Dann hätte ich ziemlich sicher ein total verzerrtes Bild davon, wie viel man für bestimmte Bereiche oder Studiengänge wirklich lernen muss oder überhaupt kann. Vor allem, wenn man den gesamten Kontext dieser Extreme Study With Me Videos überhaupt nicht kennt und nicht weiß, wie viel Vorbereitung in sowas stecken kann. Die meisten Videos sind harmlos, bei der Mega-Auswahl können viele der Videos auch helfen und sie sind ja auch zum größten Teil mit guter Absicht heraus entstanden. Aber es ist ziemlich leicht, sich in solchen extremen Videos zu verlieren. Selbst ich hatte bei der Recherche zu diesem Video teilweise voll das schlechte Gewissen, dass ich nicht effektiv genug arbeite, mich nicht genug bewege oder nicht ausgewogen genug esse. Muss ich mir ganz kurz zwischendurch mal so eine Schelle geben, um wieder klarzukommen. Wir haben euch mal bei uns im Community-Tab mal danach gefragt, wie ihr am besten lernt und das ist einfach der beste Beweis dafür gewesen, dass diese Videos gar nicht für alle funktionieren können. Während ein paar die Study With Me Videos ganz gut finden, weil man so auch in Corona-Zeiten eine Art BIP-Ersatz hat, sagen einige von euch, dass es euch gar nicht gut fühlen lässt, zu sehen, wenn jemand anderes einen hübscheren Raum hat oder weil man im Vergleich mehr Pausen braucht oder nicht so lange am Stück lernen kann. Viele lernen am liebsten alleine, andere mit Freunden, einige brauchen absolute Stille und anderen hilft Lo-Fi-Musik oder der Schwansee. Oder Pflanzenvideos. Ich habe so viele Fragen. Sind es dann Pflanzen im Zeitraffer oder einfach nur ein Video von Pflanzen? Der Punkt ist, zu einem gewissen Grad ist es total okay, etwas Motivation oder Antrieb oder soziale Kontakte oder was auch immer von solchen Videos zu ziehen. Aber wie bei allen anderen Sachen auch gilt, das, was für sie funktioniert, muss nicht auch für euch funktionieren. Ganz abgesehen davon, dass man sich auf gar keinen Fall verrückt machen sollte, wenn das Gehirn mal abschweift oder nach ein paar Stunden Lernen nichts mehr geht. Das ist nämlich total normal. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr von solchen Study With Me Streams haltet. Habt ihr es überhaupt schon mal versucht oder noch gar nicht? Und wenn ihr Lerntipps habt, dann teilt sie doch gerne mal mit dem Rest, damit wir alle die beste Version unserer selbst werden. Okay, einmal noch. Zurück in die Realität. Wenn ihr auch sagt, dass ihr sowieso bei uns am meisten lernt, dann checkt einmal ganz kurz ab, ob ihr unseren Kanal abonniert habt und holt das bitte einmal nach, falls noch nicht passiert. Dankeschön. Hier kommt ihr zu den Videos, die euch dazu vielleicht auch interessieren könnten. Daumen nach oben nicht vergessen und kommt bitte nächste Woche wieder, denn wir machen jede Woche neue Videos. Bye!